Wir sind nun schon in der zweiten Woche hier auf Koh Samui und im heutigen Video nehmen wir euch mit auf eine quasi Must-Do-Aktivität, die bei keinem Thailand-Urlaub fehlen sollen. Und zwar besuchen wir gemeinsam einen Maßschneider. Außerdem gibt es noch eine Roomtour von unserem zweiten Airbnb, natürlich mit allen Zahlen, Daten und Fakten. Viel Spaß beim Video! Guten Morgen vom Lamai Beach. Wir haben uns dazu entschlossen, den Tag heute mit einem Beachwalk zu starten. Wir haben allerdings nicht damit gerechnet, dass die Wellen so wild sind heute. Also das ist schon sehr ordentlich, aber es ist aktuell sehr, sehr schön. Wir haben tolle Temperaturen. Es hat jetzt wahrscheinlich so um die 25 Grad. Es ist wirklich richtig angenehm, um den Tag so zu starten. Wie der Mari vorher schon gesagt hat, wir werden euch heute mitnehmen zu einem Tailor. Wir wollten das eigentlich schon letztes Jahr machen in Thailand, aber das ist sich dann zeitlich irgendwie nicht mehr ausgegangen. Deswegen haben wir gesagt, okay, aber dieses Jahr machen wir das. Auf das freue ich mich schon wirklich sehr. Ja, wir werden hier noch ein bisschen den Strand jetzt genießen, werden dann auf ein feines Frühstück gehen und sehen uns dann beim Schneider in Chaweng wieder. Wir sind angekommen beim Café Kopp, einem unserer absoluten Favorite Food Spots hier auf Koh Samui. Allerdings sind wir heute nicht in dem Café Kopp, wo wir sonst immer sind, in Boput beim Kops by the Sea, sondern heute sind wir hier beim Café Kopp Homegrown in Lamai. Ist auch sehr, sehr schön. Die Speisekarte ist bei allen Cafés dieselbe. Es gibt insgesamt, glaube ich, 4 verschiedene Café Kopp hier auf Koh Samui. Das blende ich hier ganz kurz ein, damit ihr das sehen könnt. Also wenn ihr hierher kommt, dann empfehlen wir euch wirklich, probiert das mal aus. Die haben sehr, sehr leckere Sachen. Vor allem haben die super leckere und ganz, ganz ausgefallene Kaffeekreationen für all diejenigen von euch, die das mal probieren wollen. Wir genießen jetzt unser Frühstück und dann sehen wir uns später wieder. Es gab jetzt eine kleine Planänderung. Eigentlich wollten wir den Tailor schon mittags machen, nur haben wir natürlich nicht bedacht, dass man vielleicht vorher Bescheid sagen sollte, dass man vorbeikommt. Denn es ist in Thailand nicht immer so, dass jemand vor Ort ist im Geschäft. Da geht man manchmal rein und es ist einfach niemand da. Das ist uns jetzt in diesem Fall passiert. Deswegen sind wir jetzt nochmal nach Hause gefahren und werden euch jetzt zuerst unser Airbnb ein bisschen zeigen und haben aber jetzt einen anderen Tailor angefragt. Der hat dann später für uns Zeit und dann zeigen wir euch das einfach einmal geswitcht. Wie schon am Anfang des Videos versprochen, gibt es nun eine kleine Haustour von unserem zweiten Airbnb. Was ich schon sagen kann, das zweite Airbnb, in dem wir hier wohnen, das ist nicht so luxuriös wie das erste. Solltet ihr das Video vom ersten Airbnb noch nicht gesehen haben, verlinken wir euch das gerne in der Infobox. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal los und schauen uns unser kleines, aber feines Häuschen an. Es ist jetzt qualitativ sicherlich nicht das beste Haus, das muss man ganz klar sagen, aber es ist sehr gemütlich und funktionell. Wir starten hier im oberen, im ersten Stock. Hier ist die Haupteingangstüre. Man muss aufpassen mit den Schlüssel, weil ich habe den ersten Schlüssel, den wir hatten, den habe ich nach 2 Minuten abgebrochen. Aber ja, egal. Shit happens. Wir sind nun hier in der, wie gesagt, in der oberen Ebene. Das ist quasi wie ein Studio-Apartment aufgebaut. Also wir haben hier ein gemütliches Bett, muss man sagen. Kleiderkasten, man sieht es hier schon, eine kleine, aber feine Küchenecke. Das Badezimmer wurde direkt hier in den Raum reingebaut, ist aber ganz cool gemacht hier mit dieser Steinoptik. Schaut mal kurz rein. Also ziemlich gut gemacht hier. Dann haben wir hier noch unseren Ess-Arbeitsbereich.
eine Couch und einen Fernseher, wobei hier haben wir das ein bisschen umgestellt, das war ein bisschen anders, sagt uns jetzt so mehr zu. Lass uns direkt rausgehen zu unserem wunderschönen, riesengroßen Pool. Okay, ist jetzt nicht so groß wie der im letzten Video, aber ist funktionell und ist sehr, sehr gut für eine Abkühlung. Und was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, das sind unsere 2 Haustiere, die wir mit dazu bekommen haben. Hier ist das erste Mädchen, ja. Die hat sich direkt in uns verliebt, die wohnt jetzt hier schon seit 3 Tagen, verlässt auch das Häuschen nicht mehr, gell? Du verlässt es nicht mehr. Nee, du kriegst hier Essen und Streicheln, ja, und Trinken und alles ist gut. Das ist Haustier Nummer 1. Und wo ist Nummer 2? Ja, hallo! Nummer 2, das ist die Mami, die passt auf alles auf. Das ist ein ganz liebes Mädchen. Und wie gesagt, die wohnen jetzt hier bei uns, die werden von uns verpflegt. Solange wir noch da sind, haben sie wenigstens ein bisschen ein besseres Leben. Wir haben auch Meerblick, also es ist sehr, sehr schön. Was vielleicht jetzt nicht so cool ist gerade ist, dass wir 2 Baustellen direkt vor der Haustüre haben, aber man muss sagen, es hält sich in Grenzen mit dem Lärm. Die ganze Anlage hier, wo wir sind, wird auch gerade ein bisschen saniert. Vielleicht noch zur Lage, ich habe das noch gar nicht erwähnt, wir waren ja letzte Woche noch oben in Bleileim, also im nordöstlichsten Teil von Koh Samui. Jetzt sind wir in Chaweng. Wir sind ganz in der Nähe vom Bangkok Hospital, das ist jetzt so Luftlinie ein paar 100 Meter entfernt. Das ist eine sehr, sehr ruhige Gegend, aber du bist halt innerhalb von 2 Minuten mit dem Roller im absoluten Geschehen drin. Hat definitiv was für sich. Aber kommt weiter, ich werde euch jetzt mal runterführen. Wir haben nämlich nicht nur ein Zimmer, wir haben auch ein zweites. So, hier Zimmer Nummer 2, das ist die Love Lounge, schaut schon so aus. Das ist sehr cool gebaut hier, muss man sagen, eine freistehende Badewanne. Also hier habe ich es gerne am Morgen zu baden mit offener Türe, bist du ja, so quasi direkt in der Natur. Ist sehr, sehr cool. Ein Bett, aber hier Highlight natürlich die Dusche mit den integrierten Felsen, muss man sagen. Also die haben das Haus quasi auf die Felsen drauf gebaut. Sieht ziemlich cool aus. Hier auch noch ein kleiner Bereich. Also man könnte hier in diesem Airbnb easily zu 4 auch übernachten. Also wir sind jetzt nur zu 2 hier, aber auch für 4 Personen, wie man sieht, absolut kein Problem. Dann haben wir hier draußen noch ein bisschen einen kleinen Garten. Da halten wir es aber jetzt so nicht auf. Sind dann meistens oben. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu den Preisen, die wir bezahlt haben. Also wir haben dieses Airbnb, wir werden euch das natürlich einblenden, haben wir jetzt für eine Woche bezahlt 490 €, also 70 € die Nacht. Wenn man das runterbricht auf die Person, wären das 35 € pro Person. Aber wie schon eben erwähnt, kann man das Ganze auch natürlich zu 4 nutzen. Wenn man zu 4 hier reinkommt, bist du auf 17,50 € pro Nacht pro Person. Und da muss man sagen, da spricht gar nichts dagegen. Also das ist dann wieder ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war es dann auch schon wieder mit der Roomtour für den heutigen Tag. Was ich euch noch zeigen möchte, da wir eine Drohne wieder haben, wir haben eine neue Drohne gekauft übrigens, die wir versenkt haben in einem unserer ersten Videos, werde ich jetzt noch kurz auf die Plattform raufgehen, die wir hier haben auf dem Haus und werde euch noch ein bisschen die Umgebung hier in Chaweng mit der Drohne zeigen. Wir haben es nun im 2. Anlauf geschafft und sind bei unserer Maßschneider angekommen. Und zwar sind wir heute beim Balls Fashion. Warum beim Balls Fashion? Wenn man so ein bisschen die Rezessionen durchgeht auf Google Maps, dann ist ja jeder Tailor hier, also jeder Maßschneider, der Beste auf der ganzen Insel. Wir haben diesen speziellen Shop von ein paar Freunden empfohlen bekommen, wie auch natürlich durch die Internetrecherche. Ja, wir hoffen, dass wir ein paar gute Stücke bekommen werden. Ich würde sagen, lasst uns direkt losgehen und schauen, was uns da drin erwartet. Nice to meet you. Nice to meet you. Good, good, good. Come, sir. Have inside, yeah? Mario? Hi, yes. Paul. Hi, Paul. Nice to meet you. So, zu Beginn checken wir jetzt mal die Stoffe aus. Wir hätten gerne etwas in einer
Matching-Farbe. Ich werde mit einem Jumpsuit anfangen und Mario möchte sich gerne einen Anzug machen lassen. Es beginnt alles mal mit dem Aussuchen der Stoffe und ja, let's go! Bei der Christina wird nun Maß genommen für 2 coole Jumpsuits. Wir sind dann in 2 Tagen nochmal hier zum ersten Fitting und dann eventuell noch ein zweites Fitting und dann in einer Woche oder was sollte das Ganze erledigt sein. Ja, gut Ding braucht Weile. Wir haben auch schon den Preis für alles ausverhandelt. Also für mich gibt es auch einen Anzug und ein Hemd und wie gesagt für die Christina 2 Jumpsuits. Wie viel das Ganze dann auch kostet, zeigen wir euch dann, sobald unsere Anzüge bzw. die Jumpsuits fertig sind. Was soll das noch von dem als Innenfutter? Oh. Das ist schon wild, oder? Aber nice. Shirt will make it like this, yeah. And no pocket, yes? No pocket, no. That's good fit, but not so tight. Yeah, can I have my initials somewhere? Yeah, so we initial 2 places, one here, one here, or one on the cuff. Cuff. On the cuff, yeah. And the fitting time, I will send you WhatsApp. Yeah, maybe we can get the first fitting on Thursday if possible. Yeah, I think this is the plan. I will order the fabric today from Bangkok. Yeah. If the fabric is not available, not arriving on time, I will cut my normal fabric. Perfect. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, see you. Thank you very much. See you soon. Yeah, bye bye. Have a nice day. So, das ging jetzt rucki zucki. Eine halbe Stunde haben wir jetzt hier circa gebraucht für die Vermessung. War ziemlich cool. Und ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen runter an den Strand hier in Chaveng. Richtig nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Fitting-Termin wieder. Genau. Zwei Tage später und wir sind jetzt nun wieder zurück beim Schneider zu unserem ersten Fitting-Termin. Lasst uns direkt reingehen. Hallo? Niemand da. War nicht das erste Mal. Then after that, when you have my size, I can order shirts and suits and you can simply make them. You don't need to fit me anymore then, right? Das ist übrigens jetzt nicht die originale Farbe, die ich dann bekomme beim Anzug. Das ist jetzt nur ein Muster für meine Größe. Wird nice werden. Unser erstes Fitting ist jetzt beendet, ging ruckzuck 30 Minuten rein raus. Jetzt müssen wir wieder ein paar Tage warten, dann gibt es quasi mal die Vorversion des Final Products, dann gibt es noch ein paar kleine Änderungen benötigt und dann noch 1-2 Tage und dann dürften wir durch sein. Wie schon gesagt, gut Ding braucht Weile und ja, wir sehen uns dann in 1-2 Tagen wieder zum nächsten Fitting. Wir sind wieder zurück, Termin Nummer 3, Fitting Nummer 2. Ich hoffe, das wird das letzte Fitting und der vorletzte Besuch heute sein bei Balls Fashion. Und ja, gehen wir rein und schauen wir mal, ob heute das mal richtig gut angepasst wird. Hallo. Hello, sir. How are you? Good, thank you. Hi. Hi. Good, and you? Fine, thank you. Das schaut ja schon richtig nice aus. A little bit, maybe a little bit more like this, yeah. Yeah, I like that style. It's really good.
Perfect. Was really nice doing business with you. So this is your order number, 393. Yeah. So yesterday I know all the measurements of the final product. So like this is our languages that that we understand. So if you order again, you will get this size. It means this size, not the first measurement size. Yeah. And for the dresses, I didn't measure because you see, stretchy fabric, so it's difficult. So and you have to send me if you want to make another copy of it. Yeah. Okay? I mean, we're gonna be back. So if we do another stuff, we will come back anyway, so you can take measurements. So thank you. Perfect. Thank you very much. And So, wir sind jetzt fertig beim Tailor, voll ausgestattet. Was haben wir jetzt eigentlich gekauft? Wir haben einen Anzug für mich mit einem blauen Hemd dazu. Dann haben wir noch 5 Leinenhemden und eben diese 2 Jumpsuits von der Christina. Alles in allem haben wir jetzt bezahlt 40.000 Baht, sagen wir mal roundabout 1.000 Euro. Ist jetzt nicht wenig Geld, aber die Qualität ist super. Wir haben sehr viele Teile, wo wir auch die nächsten Jahre damit Spaß haben werden. Das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über ein Abo und ein Like. Natürlich die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr kein weiteres unserer Videos verpasst. In diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns wieder nächste Woche zu einem neuen Video. Tschüss!